Jeder hat doch seine All-Day-Pistolenarmbrust, die er für sich angepasst hat, wie es am besten passt. Und hier drin ist meine und die zeige ich euch. Guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit, je nachdem, wie auch immer. Herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal von Sportsman Target. Für die Neuen, mein Name ist Daniel, ich bin der Daniel. Genau, heute, wie gesagt, zeige ich euch meine All-Day-Armbrust, die ich für alles und jenes benutzen kann, wann ich will, wo ich will und. Zugleich ist es aber auch gleich ein kleines Fazitvideo vom Hunting Bundle, wegen der Tasche allein schon. Der Inhalt werde ich euch dementsprechend auch gleich zeigen. Aber erstmal kurz zu der Tasche. Die Tasche ist eigentlich klein und kompakt, ist auch von Steamboat, wird im Hunting Bundle mitgeliefert. Das Unboxing verlinke ich euch oder habt ihr schon gesehen. Ja, wie gesagt, sie ist klein, kompakt, finde ich sehr, sehr cool. Die Reißverschlüsse sind wasserdicht, sehr gut gewählt, weil das einfach ein Outdoor-Ding ist. Sonst wird es kein Hunting Bundle sein und da müssen einfach wasserdichte Reißverschlüsse vorhanden sein. Wie schon im Unboxing erwähnt, finde ich das gelaserte Molle-System mega schön. Mir gefällt das gelaserte Molle-System, aber das ist eine persönliche Sache. Ich meine, im Jan gefällt eher das genähte Molle-System. Kann man auch ein bisschen einfacher reparieren, falls mal die Schlaufen kaputt gehen oder sonst was. Das ist halt beim gelaserten Molle-System ein bisschen umständlicher, aber kein Weltuntergang. Genau, was ich mir halt jetzt bei der Tasche gewünscht habe, die kommt als Umhängetasche. Der Bügel hier ist, man kann sie an einen anderen Rucksack oder an ein anderes Molle-System oder ein Brett oder was auch immer, kann man sie befestigen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass vielleicht noch Riemen dabei gewesen wären oder sowas, dass man es einfach als Rucksack nutzen kann. Aber wie gesagt, ist kein Weltuntergang für mich, da dieses Paket, so wie ich es hier habe, einfach immer im Auto liegt. Für alles. Für alles. Genau. Und da kommen wir jetzt zum Inhalt und dann kann ich euch verraten, warum für alles. Genau, warum für alles. Ich bin hier ein bisschen freier und deswegen kann ich da auch ein bisschen mehr tun und machen, wie ich will. Genau, dann holen wir das geile Gerät mal raus. Das ist die Survival 2.0. Ich habe das ganze Paket habe ich hier für mich angepasst, für mich persönlich. Jeder hat so seine Lieblingsarmbrust und jeder hat so seine All-You-Can-Do-Armbrust. Ich denke, die meisten haben mehr als eine Pistolenarmbrust. Ich habe, glaube ich, sogar mittlerweile 10. Hier habe ich welche, in Deutschland habe ich ein paar. Keine Ahnung, aber ich glaube, das sind 10 Stück insgesamt. Ja, so habe ich meine als All-Day-Armbrust angepasst für mich. Ich habe hier eine Angelrolle dran. Ja, diesen habe ich direkt schon so vormontiert, damit ich den nur einmal drehen muss. Dann natürlich wird den 150er Huntingbogen von Steamboat reingemacht. Und dann kann ich das Ganze eigentlich schon direkt verschrauben und habe sozusagen direkt, wenn ich irgendwo einen See sehe oder einen Fisch oder beim Spazierenlaufen einen Fisch oder egal wo Wasser ist, wo ein Fisch drin ist, kann ich ans Auto das Teil auspacken, ja, oder ich nehme die Tasche direkt mit und dann habe ich das direkt hier so. Am Bügel kann ich hier festhalten, dann mit der Hand aufziehen, gar kein Stress. Dazu habe ich natürlich die passende, ich stelle es mal ab, passende Pfeile, sprich sind extra
zum Angeln, ja, zum Bogenfischen oder zum Armbrustfischen. Hier hinten ist ein Loch, da kommt dann, ich habe das extra hier dran gebunden, damit er den Faden nicht frisst. Da kommt dann der Faden dran, wird hier rüber gelegt, Pfeil rein, Feuer frei. Diese Pfeile sind ganz einfach so, die dringen ein in den Fisch. Wenn man den rausziehen will, bleibt der hängen, und zwar hier am Widerhaken. Ganz genau. Coole Sache, finde ich cool. Finde ich cool. Allerdings war ich noch nicht aktiv beim Bogenfischen. Ich habe nur mal ein paar Bereiche abgeklappert, gucken, wo es möglich ist. Weil vom Steg aus ist es relativ schwer. Vom Boot aus geht es einiges besser. Genau. So habe ich mein Ding angepasst hier. Wenn ich dann aber doch lieber jagen will auf Small Game, Klein Game, kleines Spiel, dann gehe ich hin, habe hier mein Quick-System von Steambow, heißt rein und zack, einsatzbereit, und ich kann loslegen. Finde ich eine klasse Sache, definitiv super cooles Teil. Simpel, aber gut. Genau auf die Sachen, die ich stehe. Das muss simpel sein, aber es muss richtig gut sein. Dann ist es was Perfektes. Genau, hierzu gibt es die Spitzen, die waren auch im Hunting Bundle dabei. Allerdings waren das 6 mal, jetzt sind es nur noch 5, weil einer ging mir bei einem speziellen Test leider flöten und ist kaputt gegangen. Hier habe ich dann noch diese Hunting-Spitzen, die sind ein bisschen extrem für Small Game, aber nutzbar definitiv. Und falls ich nur auf Ziel schießen will, auf Target schießen will, habe ich hier noch Field-Tipps, also Feldspitzen, Übungsspitzen, wie man sie nennt. Genau, das habe ich hier. Also ist alles abgedeckt. Genau, was habe ich noch in meiner Tasche? Hier das K2 Messer. Ich habe hier die Griffschalen wieder zurückgebaut. Ich hatte im anderen Video noch Paracord drum, aber das war ein bisschen zu dünn, zu schmal, etwas unbequem für meine Hände. Ich weiß nicht, mir hat es nicht so gepasst. Habe ich wieder zurückgebaut, und das hält auch besser hier in der Messerscheide drin. Mit dem Paracord ist es immer rausgeflogen. Das flog mir sogar einmal im Video raus. Das habt ihr vielleicht gesehen. Genau. Ja, das ist so mein All-Day-Package. Ich finde es mega cool. Ist für mich Alltagsding. Liegt im Auto. Alles cool. Gefällt mir. Ja, dann kommen wir hier mal noch zum kleinen Fazit von der Survival 2.0. Erstmal die Kontras. Das Beste kommt nämlich immer am Schluss, deswegen machen wir erst die Kontras oder die Cons. Da gibt es eigentlich nicht viel. Es ist die typische Survival 2.0 halt. Die erste hatte ich nicht. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Was ich mir allerdings gewünscht hätte, weil das Teil so, glaube ich, nach der M10 rausgekommen ist, hätte ich mir einfach gewünscht, dass hier der Stock oder die Schulterstütze auch von der M10 hier montiert ist, weil dieser einfache, mir gefällt der nicht. Ich mag den nicht. Fleischklopfer, aber mir macht es nichts. Habe ich kein Problem damit. Aber wie gesagt, hätte ich lieber den gehabt von der M10, der hat eine Wangenerhöhung, was eigentlich ein Muss ist, weil wenn ich hier drauf einen Scope oder einen Red Dot drauf mache, dann brauche ich eigentlich schon eine Erhöhung. Dieser Adapter von der Survival 2.0 hat hier unten einen Imbusschlüssel und hat hier verstellbares Kimme und Korn. Finde ich mega geil, definitiv. Das ist eine richtig geile Sache. Ich kann hier meine
Kimme verstellen, nach oben, nach unten, indem ich einfach die Schraube hier aufmache. Ich kann hier das Korn seitlich einstellen. Mit der kleinen Madenschraube kann ich das Korn seitlich einstellen. Das finde ich affengeil. Genau. Auf 25 Meter schieße ich ohne Probleme mit dem Pfeilen, wo dabei war, mit dem 150er Bogen und eingestelltes Kimme und Korn. Was ich noch cool finde, ist, die Spannstangen sind keine da, dafür sind halt die Sehendämpfer da. Das ist halt auch eine coole Sache. Und was ich jetzt noch vergessen habe, ist hier den Speed Trigger von uns, von Sportsman Target, einzubauen. Aber ich hatte das jetzt alles so eingestellt und wollte es noch so lassen. Es geht noch, werde ich aber früher oder später umbauen. Genau. Was ich jetzt noch geil fände, wäre, wenn es hier ein Farbkit geben würde. Die Seitenschalen, der Trigger oder was auch immer, hier der Stock, klar, und hier der Bügel. Also ich würde geil finden, wenn der Bügel hier aus Aluminium wäre und das noch eloxiert in einer bestimmten Farbe. Boah, das wäre richtig, dann wäre es ein richtiges geiles Badass-Teil, Mann. Ja, definitiv wäre es dann eine coole Sache. Ja, ansonsten war es das von dem Bundle. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Doch, eins habe ich noch vergessen. Und zwar die Survival 2.0 kriegt auch Pfeile rein bis 8 mm. Also heißt es, sie frisst alles. Auch meine selbst gebauten Pfeile finde ich mega cool. Was mir gerade auffällt, hat er noch ein Double Undercut, das beim Schusswaffenbereich. Man hat hier 2 Einkerbungen, dass man eigentlich hier die Führhand hat und hier die unterstützende Hand und man immer denselben Punkt hinbekommt, damit man immer selbst, aber das ist Schusswaffenzeugs, das ist uninteressant hier. Genau, alles klar, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen, war ein bisschen kürzer, muss ja nicht immer eine Stunde gehen wie der Podcast oder sonst was. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Nacht oder ein schönes Frühstück oder Mittagessen. Bis dann und ein schönes Wochenende. Man sieht sich, bis zum nächsten Mal und ciao. Kamera ist noch an. Gott sei Dank. Hey, ich habe noch was vergessen. Lasst eine Glocke da. Am besten lasst ihr noch ein Abo da. Wir nerven euch nicht. Und uns hilft es enorm weiter, wenn ihr uns unterstützt. Ihr unterstützt uns dabei sehr, da wir sehr, sehr community gebunden sind und auch sehr gerne mit euch kommunizieren über Facebook, über Instagram und über YouTube. Wie gesagt, es wird uns sehr helfen und unseren Kanal weiter voranbringen, wenn ihr einfach ein Abo da lässt, eine Glocke da lässt und euren Leuten das weitererzählt. Ganz wichtig. Alles klar. Bis dann.